Hallo Freunde der Werkstatt, das hier hat nichts mehr mit einem normalen Balkonkraftwerk zu tun. Dieses Gerät kann wirklich alles. Das hier ist kein Spielzeug mehr, sondern dieses Gerät hat Leistung ohne Ende. Und was richtig geil ist, es wurde wirklich an alles gedacht. Nicht nur für Einsteiger geeignet, auch für Leute, die schon große bestehende PV-Anlagen haben, für Home Assistant und Shelly-Nutzer, für Elektriker und sogar für Leute, die komplett offline unterwegs sind. Das hier wird kein langweiliges Datenvideo, denn ich zeige euch richtig geile Tests und ohne Scheiß, das ist das beste Gerät, was ich bisher getestet habe. Das hier ist der Sendur Solarflow 2400 Pro. Kommen wir zuerst zum Design. Wenn ich Produktentwickler wäre, ich hätte mir das genau so gebaut. Das Teil ist nur 25 cm tief, also ihr bringt es in jeden Schrank rein, auch ins Auto. Die Anschlüsse sind endlich mal auf der Seite und nicht hinten. Und das Geilste, die MC4-Stecker haben ein Kabel dran. Ich habe mich schon dermaßen aufgeregt, wenn ich hinter einem Gerät irgendwas umstecken musste. Genau so habe ich mir das immer gewünscht. Kommen wir hier zu den PV-Eingängen. Ihr könnt hier bis zu 3000 Watt Solarleistung anschließen, aufgeteilt auf 4 unabhängige MPPT. Das ergibt 750 Watt pro Eingang. Jetzt, warum haben wir hier so eine komische Zahl? Ich denke, es liegt daran, weil in Asien die Module viel größer sind als bei uns. Unsere Standardmodule haben irgendwo zwischen 400 und 500 Watt. Aber die Standardmodule in Asien, die haben 600 bis 750 Watt. Und sind natürlich auch deswegen um einiges größer. Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, kann ich auch mehr als 4 Module anschließen? Ich persönlich betreibe meistens 8 Module an so einem Gerät, vor allem im Winter, je 2 Module parallel über ein Y-Kabel angeschlossen. Wichtig dabei, bei der Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich, aber der Strom verdoppelt sich. Ich bringe hier gleich ein Beispiel mit meinen Trina-Modulen. Rein technisch überschreite ich die Grenzwerte nur an einer Stelle. Das ist offiziell nicht erlaubt. Ich mache das trotzdem, weil ich genau weiß, was bei mir effektiv an Strom von den Modulen kommt. Durch meinen schlechten Winkel und die nicht perfekte Ausrichtung erreiche ich diese Spitzenwerte nicht mal im Ansatz, auch bei kalten Temperaturen nicht. Aber ganz klar, wenn ihr solche Grenzen überschreitet und das Gerät abraucht, ist die Garantie weg. Aber über dieses Thema könnte ich ein eigenes Video machen. Gut, schauen wir uns die Startspannung an, die liegt bei 14 Volt. Das ist ein Top-Wert, weil das Gerät selbst mit kleiner Spannung schon starten kann. Und jetzt kommt noch was richtig Geiles. An der Notstromsteckdose könnt ihr euren bestehenden Wechselrichter anschließen und so nochmals bis zu 1800 Watt PV-Leistung zusätzlich in das Gerät einspeisen. Das ergibt dann insgesamt bis zu 4800 Watt PV-Eingangsleistung. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Ganze einfach mal mit an den See und schaue, ob das System auch komplett offline ohne Internet funktioniert. Ich habe meine Werkstatt-Kaffeemaschine angeschlossen, eine Verbindung per Bluetooth hergestellt und die Notstromsteckdose aktiviert. Das funktioniert komplett ohne Internet, einfach direkt aufs Gerät. Auch der 2 Kilowatt Heißluftföhn absolut kein Problem. Das ist richtig geil. Übrigens die Notstromsteckdose, die schalte ich immer wieder aus, denn die wird garantiert auch ein bisschen Energie ziehen. Was hier noch cool wäre, zum Beispiel ein kleiner mechanischer Schalter, um die Notstromsteckdose ein- und auszuschalten, dann müsste man nicht über das App gehen. Was ich mir auch schon überlegt habe, eventuell 2 400 Watt Module auf mein Auto zu schrauben, aber ich weiß nicht ganz genau, ob das überhaupt erlaubt ist. Wenn da irgendjemand von euch Erfahrung hat, bitte schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Mein Benzingenerator kann ich in Zukunft zu Hause lassen, denn das ist auch ein absoluter Killer für normale Camping Power Stations. Wo die Grenzen liegen, seht ihr später noch.
Der Zendur hat sogar ein eigenes Feuerlöschsystem und für die kalten Tage eine integrierte Heizung. Kommen wir zum Netzanschluss. Der Zendur kann bidirektional mit 2,4 Kilowatt laden und entladen. Das ist extrem spannend für alle, die bereits eine PV-Anlage haben, aber noch keinen Speicher. Denn überschüssiger Strom geht nicht mehr ins Netz verloren, sondern wird direkt hier gespeichert. Voraussetzung dafür ist natürlich ein Smart Meter in der Elektroverteilung. Das haben die meisten bereits und Zendur bietet dafür auch extrem viele Integrationen in der App an. Damit ihr die volle Leistung nutzen könnt, muss das Gerät von einem Elektriker fest angeschlossen werden. Das heißt konkret Stecker abschneiden, direkte Leitung in den Sicherungskasten. Wenn ihr das macht, legt doch am besten gleich ein dreiphasiges Kabel, das kostet nur wenig mehr, aber gibt euch die Möglichkeit für später zum Erweitern. Denn das System ist massiv skalierbar. Ihr könnt einen Turm bauen von 16,8 Kilowattstunden und das Ganze mal 6. Das sind dann insgesamt über 100 Kilowattstunden Speicher und habt eine Lade- und Entladeleistung von 14,4 Kilowatt. Also spätestens da reden wir nicht mehr von einem Balkonkraftwerk, denn das ist eine massive Anlage. Ich selber habe noch eine Zusatzbatterie mit 2,88 Kilowattstunden. Dann komme ich mit dem Hauptspeicher auf 5,28 Kilowattstunden. Damit decke ich bei mir die Grundlast in der Nacht. Wenn ihr, wie ich, verschiedene Speicher von verschiedenen Herstellern habt, könnt ihr nicht alle Geräte im Eigenverbrauchsmodus laufen lassen. Denn irgendwann fangen sich die Batterien gegenseitig an zu laden oder zu entladen. Bei mir läuft das Hauptsystem im Eigenverbrauchsmodus und die kleineren Systeme decken bei mir im manuellen Modus nur in der Nacht die Grundlast. Ich habe schon diverse Videos gemacht, wie man seinen Eigenverbrauch optimiert oder wie man solche Systeme einfach steuern kann, auch mit Wärmepumpen und anderen Geräten. Aber hierzu werde ich sicher auch noch ein separates Video mal machen, wie man so viele verschiedene Speicher miteinander kommunizieren lässt. Wenn euch solche Sachen interessieren, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Lasst auf alle Fälle mal einen Daumen hoch da, das ist absolut gratis. Als nächstes wollte ich schauen, was passiert, wenn wir Stromausfall haben. Mein komplettes Büro ist angeschlossen, Licht, PC, Monitore und hier ist der Zendur eingesteckt. Mal schauen, was passiert. Ich ziehe den Hauptstecker. Nicht mal ein Flackern, nichts. Wie geil ist das? Die Steckdose habe ich übrigens bei der Gelegenheit mal gereinigt. Ist halt meine Werkstatt, die sieht nach einer Woche wieder so aus. Hier oben haben wir noch die WLAN-Antenne, die läuft auf 2,4 GHz und da muss ich echt sagen, der Empfang ist richtig gut. Ich habe andere Geräte, die verlieren schon längst die Verbindung, der hier läuft immer noch stabil. Dann hier auf der Seite haben wir einen RS485-Anschluss. Wichtig, das ist kein LAN-Port. Der ist aktuell nur dafür da, um Zendur Smart Meter direkt anzuschließen. Ob da in Zukunft noch mehr kommt, zum Beispiel Modbus oder eigene Daten auslesen, kann ich euch im Moment nicht sagen. Beim nächsten Test wollte ich schauen, wie verhält sich die Notstromsteckdose mit hohen Anlaufströmen. Dazu habe ich den Einschaltstrom dieses Industriestaubsaugers gemessen. Also beim Einschalten 22 Ampere. Das ist der Einschaltstrom. Schauen wir uns ganz kurz die App an, denn es gibt schon Dutzende Videos, die sich nur mit der App beschäftigen. Das ist die beste und umfangreichste App, die ich je gesehen habe und das Geilste ist, es funktioniert alles. Wenn ihr etwas umstellt, aktualisiert sich das App alle 3 Sekunden, also ihr seht quasi Realtime-Daten. Ich hätte hier an dieser Stelle noch 2, 3 kleine Wünsche. Das erste ist hier
PV-Eingänge sieht man jeden MPPT unabhängig voneinander. Ganz geil wäre es, wenn man hier den Strom noch sehen würde. Dann, ich brauche natürlich hauptsächlich den manuellen Modus, weil ich, wie gesagt, diverse Speicher von verschiedenen Herstellern habe. Und wenn ich jetzt mir hier einen neuen Zeitplan erstellen will oder irgendwas ändern, dann habe ich immer eine Überschneidung der Zeiten. Selbst wenn die anderen Zeiten deaktiviert sind, dann muss ich zum Teil 2 oder 3 Zeitpläne abändern, um eine kleine Änderung vorzunehmen. Und in diesen Zeiten, wo nichts definiert ist, wird standardmäßig 200 Watt ans Haus abgegeben. Das ist ein bisschen mühsam, aber das werden sie mit dem nächsten Update noch ändern. Was ich auch noch auf meiner Wunschliste habe, dass man zusätzlich neben Entladen und Laden auch noch eine Zeit für den Eigenverbrauch einstellen könnte. Das wäre richtig geil. Und noch was auf der Wunschliste, das habe ich noch gar nirgends gesehen, dass man eine Hysterese einstellen kann für den Eigenverbrauch. Zum Beispiel minus 200 Watt oder plus 200 Watt. Das würde bedeuten, dass der Sendur sich erst einschaltet, wenn das Smart Meter über oder unter diesem Wert ist. Somit könnte man verhindern, dass sich Batterien von Fremdherstellern irgendwann anfangen gegenseitig zu laden. Gut, neben den Hunderten von Anwendungen und Einstellungen, die diese App hat es auch noch 3 ganz spezielle Sachen drin. Das erste, was ich euch zeigen will, ich kann mehrere Smart Meter integrieren und zwischen ihnen in der App wechseln. Das ist für mich extrem geil, da ich 2 Gebäude habe. Auch die Integrationen sind wirklich kinderleicht. Ihr drückt drauf und es funktioniert. Habe ich wirklich so noch nie gesehen. Und jetzt kommt noch das Allergeilste. Da hat Sendur wirklich an alle Leute gedacht. Die haben eine offizielle Integration für Home Assistant. Ihr könnt hier den MQTT einschalten. Das ist absolut fantastisch und genau an solchen Sachen sehen wir, wie diese Firma einfach irgendwie in eine andere Richtung denkt. Was auch noch folgt, ist eine Integration in die Shelly-App. Hier haben wir im Moment noch eine Alpha-Testphase, funktioniert bei mir noch nicht ganz, aber das soll dann auch noch funktionieren. Und dann könnt ihr euren Sendur in der Shelly-App sehen und steuern. Wie geil ist denn sowas? Als nächstes interessiert mich mal, ob ich auch schweißen kann damit. Ausgesteckt. Schweißmaschine in die Notstromsteckdose. Schalte mal ein. Gut, die läuft schon mal an. Perfekt. Ja, das war zu viel. Hat abgeschaltet. Mal schauen, ob ich mit weniger Ampere schweißen kann. Also wie ihr gesehen habt, konnte ich ihm endlich seine Grenzen aufzeigen. Übrigens in einem dritten Test habe ich dann noch mit 70 Ampere geschweißt, da hat er auch gehalten. Das ist absolut unglaublich. Ich bin sowas von begeistert von diesem Gerät. Richtig geil. Kommen wir zum Fazit und zum Preis. Der Sendur Solarflow 2400 Pro kostet aktuell irgendwo zwischen 900 und 1000 Euro, je nachdem, wo ihr ihn kauft. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das hier ist kein normales Balkonkraftwerk, das ist ein komplettes Energiesystem. Man merkt einfach, hier wurde wirklich an absolut alles gedacht. Wenn ihr nicht so viel Leistung braucht oder lieber einen AC-Speicher hättet oder einfach eine günstigere Lösung sucht, dann hat Sendur auch das passende Produkt für euch. Aber dieses Gerät hier ist einfach das Schweizer Taschenmesser unter den Geräten, weil es einfach alles kann. Ihr habt es wahrscheinlich im Video gemerkt, wie begeistert ich von diesem Gerät bin. Ich habe es zwar gratis bekommen, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Aber ganz ehrlich, für diese Firma würde ich immer wieder gratis Geräte testen, denn das, was die machen, ist einfach genial. Also an alle Hersteller, so geht Weiterentwicklung.
Auch die Bedienungsanleitung oder die Installationsvideos von Sendur sind absolut professionell gemacht. Nicht so, wie wir das uns normalerweise von chinesischen Firmen gewöhnt sind. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung, da kriegt ihr auch einen Rabatt, wenn ihr darüber bestellt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du bis hier geschaut hast, dann war es sicher interessant, also drückt doch einfach den Daumen hoch, dann habe ich nämlich auch was davon. Und schreibt mir doch eure Erfahrungen in die Kommentare rein oder was ihr damit alles machen würdet oder eure Gedankengänge, das würde mich extrem freuen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.